Komm. Drück Oha. Oha. Ich glaube, die Bullen kommen vielleicht jetzt hier hoch. Ich bin komplett gefangen hier. Das war wirklich die räudigste Nacht bisher auf Tour. Es war so heiß. Und gestern Abend dachte ich mir so, ey, bei der Hitze habe ich so keinen Bock, mit diesem Schlafsack zu pennen. Konnte aber nicht schlafen ohne Decke. Und dann habe ich das als Decke benutzt. Da habe ich die ganze Nacht rumgewälzt. Mit dem Ding auf dem Körper, oder was? so bedeckt war ich. Also Big Shoutout an Rizzo für dieses absolute Kunstwerk. Jo, danke, dass du uns mit Decken versorgst. Alter Lachs aus Selmen. Premium-Qualität 4 Stück. Expired Dezember 24. Alle Mann. Man sieht es, glaube ich, schon auf der Cam. Wir sind hier irgendwie auch im Westenparadies gelandet. Also, ja, hier, guck mal, hier seht ihr den Jungen gerade? Hier, zack, komm. Oh, hey. Hier. Ja! Wie gesagt, viele Wespen. Und auch der Junge ist nicht in seiner normalen Euphorie. Oh, ich hab so beschissen gepennt. Es war so heiß. Klaus ist mitten in der Nacht aufs Autodach gegangen, um dort zu pennen. Dann habe ich das Ding aufgemacht, den Vorhang, die Tür. Die Tür. Dann konnte ich einigermaßen pennen, aber dann ging direkt die Sonne auf und dann kamen so viele Wespen und haben mich einfach nur abge... Und you sleep? Fuck. I was got. Der gute alte Drohnenpilot ist natürlich schon am Malochen, aber auch mit geschlossenen Augen. Jo. Das ist wirklich der Mitarbeiter, den er dir wünscht jetzt in der Firma. Der macht seinen Job, Ja, schön am Pennen auf dem Motorhaube drauf. Ja, Drohne fliegen und geht auch mit den Augen zu. Wie hast du gepennt? Boah, eigentlich ganz gut. Also ich habe ja deine Schrägen, also fast im Stehen gepennt. Aber also ich bin immer wieder mal, habe ich mich erwischt, dass ich unten komplett mit den Knien in den Zellplanern war. Aber ja, ist mal ein paar Mal hochgerutscht. Bist du schön runtergerutscht? Ach klar. Guck du mal lieber, dass die Ameisen nicht in deinen Beutel da reingehen. Mach mal schön ruhig. Hier ist definitiv nicht mein Boot. Das ist nämlich da. Und in dem wurde verdammt gut gepennt. Also 7 Stunden durch, kein Problem. Nach einer langen Fahrt durch die hiesige Steinlandschaft sind wir an unserer nächsten Destination angekommen, und zwar Almeria. Wieder schön an der Küste mitten dran, nicht so warm wie vorher, aber dafür jetzt mit ordentlich Luftfeuchtigkeit mitten dran. Aber guckt euch das mal lieber an. 3, 2, 1. Oh, Junge. Junge, das war ein Cent. Das ist vor allem das mentale Warm-up für unser erstes Gap. Okay. Tutut, que bonita a la playa, y aquí vamos a bailar tapas, pomodore. Tutut, Almeria Hauptbahnhof, hombre, Alemann, Menno. Ey, kannst du uns mitnehmen oder was? Sicher, hinten rein, schön einsteigen, aber erst zahlen. Oh, da mache ich aber mal direkt mit meine neue physische Revolut-Karte, ne? Hinten auf Deck drauf, Menno.
Weiter, weiter! Viva, viva España! España, por favor! Revolut ist wirklich der perfekte Reisebegleiter, weil man dank der Multiwährungskonten immer in der passenden Währung zahlen kann und weltweit kostenlos Geld abheben kann. Das Konto ist innerhalb weniger Minuten erstellt, komplett digital und dank der virtuellen Debitcard sofort nutzbar. Ihr könnt euch aber auch natürlich eine physische Karte bestellen und die noch mit eurem eigenen Design versehen. Geil, ich dachte. Und noch ein Banger. Bei jeder Zahlung mit Revolut sammelst du sogenannte Ref-Points. Die kannst du entweder in Meilen umtauschen oder mit den Ref-Points eine Unterkunft buchen. Und das Geilste, ihr kriegt auch noch 20 € geschenkt. Hä? Wie das denn? Ihr müsst euch ganz einfach über den Link in der Videobeschreibung registrieren oder über diesen QR-Code und eine Zahlung tätigen. Woohoo! Meno, hombre, viva Almeria! Jetzt! Woohoo! Ja, España! Und weil es uns alle gibt. 7 Stars. Oh. Wow. Das ist aber wirklich mal ein spektakular. Jetzt kann ich mal ordentlich gucken hier, Alter. Ist das ein geiles Camp. Das ist geil. Spektakular, 7 Star. Neanderthal. Hä? Was ist? Where? See this window right here, the first one? Ja. You just see his eye through there. Ist Ei in den kleinen. Ah, da. Moin! Oh. Was sagt er? Ich für Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden kommt da? Jo, der kommt auch. Kommen wir, glaube ich, auch nochmal auf entspannt rein. Ja. Ohne, dass wir jetzt hier einen Riesenkonflikt mit Joe Biden haben. Das braucht keinen. Was haben wir einen Drops? Ich würde mir den gerne mit einem eben angucken gehen, sagen ja, nein und dann zurück, wenn ich aufgewärmt bin. Yeah. There's already a guy that was staring at me just there. Oh, ja. You know how it is in Spain. Da hinten auf dem Balkon, auf dieser Terrasse. You go through this, that's why. Oh, Alter. Alter. Geil. Junge, ist das krank. Das ist insane geil. Das ist mal ein Banger. Das Ding wird auf jeden Fall gemacht. Unten am Strand entspannt aufwärmen, Frontflips machen, den wegmachen. Das ist es. Geil. Geil. Alter. Perfect Frontflips. Ja. Der ist richtig geil. This is not private. No, this is not private. Una cámara de fotos aquí tomando fotografías. Tschüss. Was ist mit der? Männer, da oben macht eine Bilder von uns. Der ganze Strand, bestimmt 30 Leute hat jetzt hier zu uns hochgeguckt. Ich verstehe nicht, wie die das mitbekommen haben. Nur wegen der Frau wahrscheinlich. Muss eine schnelle Nuss werden. Die Distanz und so, also ist geil, aber die schaffe ich locker. Ist halt Beton, weil es ist schon schneller, hoher Drop auf Beton, also ist schon geil. Wie hoch? 3 Meter. Ja, aber du könntest wirklich so immer über diese Mauern am Rand runter. Also ich würde am liebsten so wenig Balkone wie möglich besuchen, ne, dabei. Ist ja nur einer dann erstmal. Erstmal ist nur einer. Dann können wir noch weiter gucken. Ja, dann kommt, wenn wir weiter gucken, kommen nochmal 5 dabei. Wir sind jetzt hier gerade am, ja, was ist das, Kiesstrand oder was gelandet. Ist, glaube ich, ein super Prep für das Ganze. Diese Linie da in der Mitte, da musst du rüber. Man muss erstmal einen machen, um wach zu werden. Wir haben jetzt hier 2 Locals am Start, Alex und Jota. Haben uns gerade schon ein bisschen was über den Jump erklärt, weil das hier ein Klassiker ist. Zumindest mal der Standing Jump rüber. Prep das jetzt 1-2 Mal hier und dann gucken wir mal, was so geht. Du bist davor gelandet, ne? Oh, hab ich auch gemerkt, dass mein erster Frontflip seit langem ist. So scheiße gewesen. Ey, kann einer hier die Mauer ein bisschen höher machen, sich da irgendwie so hinhocken oder was? Komm, ab in Doggy. Okay. Mal einen ordentlichen jetzt mal. Jetzt mal einen ordentlichen. Ne? Schön stramm halten, Philipp. Ja, ja. Genau die gleiche Stelle. Ist auf jeden Fall weiter. Also das war vielleicht 10 cm weiter. Ja.
aber gut. Ich habe hier kaum Anlauf im Vergleich. Okay. Das finde ich mal wild, wenn man beim Prep schon die Distanz nicht so komplett drin hat, dann zu sagen, ja gut, dann mache ich halt am Gap, weil da werde ich ja eh wahrscheinlich ein bisschen schneller rennen. Also für mich persönlich ist das überhaupt nichts. Ja, das finde ich auch wild. Ja, da war der vordere Fuß auf der Linie. Wird schon passen. Muss dir sicher sein. Ja, ich weiß nicht, wie weit das da oben ist und wie hoch die Mauer ist. Deswegen, er sagt auch gerade, die Mauer ist halt oben viel dünner. Besserer Anlauf, alles gut. Okay, Abfahrt. 4-mal gemacht, das muss reichen. Ja, so. Wir sind jetzt auf dem Dach hier drauf. Ich bin mal gespannt. Ich muss mir auf jeden Fall das Gap jetzt noch mal angucken. Ah ja. Easy. Ja, can do it. Yeah? Okay, es sieht chilliger aus, als ich es im Kopf hatte vom Prep. Er macht sich gerade ready. Hat nochmal ein Sicherheitspaar Socken angezogen. Ah, die Hitze scheppert so rein. Kombiniert mit Adrenalin ist schon wild. Ich muss echt probieren, klar zu kommen. Ja. Kühlen Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes, hier, ne, der Dings dann zu kriegen. Genau, das nehme ich. Aber der Front ist auf jeden Fall drin. Imagine if this was sand, how easy it would be. Oben ist eine Frau, aber ich glaube, die stört das ja alles nicht. Okay, ich mache mal jetzt den gescheiten Frontflip einmal hier runter. Einmal noch mal ein Gefühl für Beton zu kriegen. Ja. Sagst du. Geil. Ihr merkt ihr schon an unserer Tonlage, hier ist auf jeden Fall eine angespannte Luft. Wir versuchen die ganze Zeit leise zu sein. Und dann wird hier aber gleich, nachdem gesprungen wurde, völlig einer weg eskaliert. Come on, Jan. It's easy for you. Was sagst du? Was denkst du? Boah, erster fetter Front, sehr fetter Front seit langer Zeit. Da sagst du aber mal was, Junge. Schöne Rolle, Schultern, Kopfschützen, alles gut. Ah, guck mal da, Jota ist auf dem Dach angekommen. Ging auch ziemlich schnell, also ich glaube, das ist kein Problem. Oh, boah, Junge. Guck mal hier, das ist ein Service, oder? Hi. Die spanische Gastfreundlichkeit. Jan fühlt sich soweit ready, ich sage jetzt den anderen Bescheid. Someone call the police, the guy there. Come on, Jan. Oh, schön. Yeah. Zack. Okay. Ja, Mann. Komm, Junge. Let's go. Deiner. Schön, so weit es geht. Zu weit kannst du nicht. Und auf die Rolle achten. Vor, zurück und rein. Geil, Mann. Ja, aber Vollgas. Boom. Komm, Junge. Vollgas. 3, 2, 1. Komm. Come on, Jan. 1, Gas. 2. Yes! Let's go, Alter! Yes! Let's go, Alter! Geil! Oh, yes, Mann! Da gucken wir nicht schlecht, ne? Die 2. Geiler Sprung, Mann! Junge, was ein Banger! Geil, Junge. Alter Lachs. Digga, geiles Ding, Mann. What the fuck? Alles gut, mir geht's komplett gut, aber... Alter. Ich glaube, ich habe mich... Thanks for the mission, thanks for everything, boys. Junge, bin ich da eingeschlagen. Volle Pulle eingeschlagen. Ja? Volles Met. Das war auf jeden Fall ein kranker Frontflip, um wieder ins Frontflip-Game reinzugehen. Locker einer der 5 fettesten Concrete Fronts, die ich hier gemacht habe. Ja? Ich weiß, ich habe dir meinen letzten fetten Frontflip vor genau einem Jahr, glaube ich, gemacht. Seit Schlappentour kein fetten Frontflip gemacht. Seit Schlappentour 24. Das kannst du keinem erzählen.
So ein fettes Ding. Aber Holy shit. Die Rolle war auch wild. die war steinhart. Ja, ich bin einfach nur aufgeklatscht. Hab einfach nur gehofft, dass ich meinen Kopf nicht aufschlage. Weil da hatte ich am meisten Schiss die ganze Zeit vor. Und ganz neu, aber alles gut. Ich habe mein Handgelenk echt aufgesetzt. So einen kleinen Hit gekriegt, aber alles, mir geht's wunderbar. Geil, Mann. Alles Ast rein. Junge. Ja, also ein bisschen dann Schramm haben wir auch mit dabei, aber das gehört zu einem guten Frontflip mit Bro. dazu. Like easily 5 Meter drop to concrete. Was? Huge drop. Was? Okay, den gucken wir uns mal an. Massive. Was? Das Ding? Ja. Hat deiner am Helm oder was? Ja. Do you have one on your helmet? Or what? Zieh das an. Der ist schon wieder da. Wer hat da nochmal Bock drauf? Oh, meine Füße tun weh beim Angucken. Also du bist da rumgeklettert oder was, ne? Ja, sieh, better is, we say. Alter, der Impact, geil. Ich wusste, yo, Digga, in einen guten Zeiten, also vor einem Jahr, hätte ich das Ding auch sofort gemacht. Es wäre immer auch krank gewesen, aber das hätte ich safe weggemacht, einfach, weißt du? Warum soll es jetzt nicht klappen? Alter Scholli. Junge, mein erstes absolutes Jan-Ding auf Tour. Ja, komplett. Endlich, Alter. Geil. Junge, hier unten, man hat dich aufschlagen hören, das war geisteskrank. Ja. Das war so laut, wie du da hingerastet So hat sich's auch angefühlt. Aber alles gut, mir geht's erst an mir komplett fein, alles. Geil. Perfekt. Geil, Mann. Alter, es war heftig. Wir sind weitergezogen, essen lecker Pizza und gucken Bastian Schweinsteiger im Stadion an der Hafenstraße aus Almeria. DFB-Pokal, erste Runde, RWE gegen BVB. Ist das wild, Alter. Wir beide wären eigentlich da gewesen, aber wir konnten offensichtlich Schlappentour dafür nicht abbrechen. Und jetzt sitzen wir wirklich hier in irgendeiner Pizzeria und gucken, wie unsere Roten in die zweite Runde einziehen. BVB wird das safe unterschätzen, wie gut RWE ist. Keine Chance haben die gegen unsere Jungs. So ist richtig. What do you think? I'm excited to see Lucas Bruma completely destroy the opposition. Your first match, you've been to one Essen match. Yeah. What was it? A winner. Komm, jetzt nochmal unseren Fußballexperten Nummer 1 fragen. Ette. Ich denke mal, das fängt vielleicht stark an für Dortmund, aber es wird ganz schnell abflachen auch wieder. Also es wird schöne Schwalbe von RWE. Okay, Feierabend Anfang. So, wir gucken jetzt das Spiel. 22 Minuten gespielt. Konter Essen, wir schmeißen mal die Kamera an. Boah, Junge. Also auf Tour ist schon viel passiert, aber Das ist wirklich jetzt der Das ist- Moment, wo ich am nervösesten war. Auf der kompletten Tour. ich auch. Das Stadion füllt sich. Jeder will den RWE sehen in Almeria. Nein! Nein! Das könnte wirklich zur besten Schlammtour jemals so schnell werden jetzt gleich noch. Halbzeit. Die brauchen mal mehr als die Spieler, die Halbzeit. Guckt euch das an. Sag wieder nochmal mit der riesen... Geil, das Stadion an der Hafenstraße von oben zu sehen mit dem Rhein-Herne-Kanal im Hintergrund. Weltklasse. Oh, guck mal hier. Guck mal hier. Schweine, Junge. Also Roter Essen macht sehr, sehr gut. Ja! Hätte tatsächlich recht, Rhein-Herne-Kanal ist direkt daneben. Also unsere Standardspots sind genau da. Wenn der Heli da, der Filmheli hoch genug ist, dann Kann er den Sprung im Kanal machen, ne? dann schicken wir jemanden schnell, der da schnell ein fertig macht, live vom Hubschrauber aus. Du ihn rein. Ach jo, stimmt, ey. 79 Minuten hat es gedauert. Die Erlösung für alle bewusst ist da. Aus der Drehung einmal sind sie neben. Eine geile Tour, aber was ist das für eine Scheiße? Drecksscheiße. Aber dazu kommt es nicht mehr. Dortmund hat es geschafft, gegen den glorreichen RWE zu gewinnen. Ja, wir müssen uns geschlagen geben und haben jetzt einen Schlafplatz aufgesucht. Heute Nacht pennen wir nicht irgendwo im Gebüsch, sondern in einem richtig fetten Lost Place. Das ist hier vor uns. Wir haben 33 Grad immer noch und es ist nachts. Das wird eine unfassbar heiße Nacht. Auf meinen dicken Zeh. Ach, das Wichtigste ist, dass ich die Decke dabei habe. Pass auf, sind doch. Meinst du da einen Halter drin?
Nee, hab ich ja nicht fast eingeschissen. Ich glaube, das haben wir gehört. Meine Füße sind klitschnass. Andalusischer Diskuswurf. Digga, ich hab das wirklich perfekt da hochgeworfen. Da hätte niemand stehen müssen und der hat das wirklich so wieder runtergebaut. Ich hab das Hackespitze 1, 2, 3 hier schön angenommen. Guck mal, wenn ich hier unten liege, ne? Und nach oben gucke, wie geil ist das? Alter. Junge. Sogar mit Adern drauf. Guck mal, guckst nach oben, hast du geiles Skyline, guckst nach links, hast du geiles Skyline. Die ist wirklich richtig geil, Alter Lachs. Wo schläfst du? Keine Ahnung, gerade angekommen. Wo ist denn gut? Auf jeden Fall bin ich draußen, drin ist viel wärmer. Ja. Ette will lieber drin, aber der hat auch ein geiles Gemälde an der Decke. Ja, okay. Ja, Ette ist aktiv an der Palme abends. Hat so ein gutes Gemälde, nämlich auch dann Sinn, ne? Ich sage, er ist aktiv an der Palme. Und ich bin halt hier quasi in 2 Fenster also Durchzug. Ich glaube, das wird schon. Ja, mit Sicherheit. Ja, Klaus Meintum, 4 Uhr nachts ist nur noch 30 Grad. Siehst du? So, ja. Are you sleeping inside it, sir? Yes. Yes, so, really smart idea. You want to rank off a dick. But there's like, you know, a wind flew. A stream. Der Windflu. Hier haben wir auch eine Palme, aber nicht aktiv. Ach, die ist ja schon in Pension. Guck das Ding mal an. Geh in den Windflug rein. Okay, komm. Ab in den Windflu. Komm. Und dann eine gute Nacht. Wir sind jetzt seit ungefähr einer Dreiviertelstunde oder Stunde alle im Bett und versuchen zu schlafen. Jetzt taucht hier irgendeine Gruppe an Jugendlichen, Erwachsenen, was auch immer auf und machen hier übelst den Radau. So eine Scheiße. Ja. Hoffe nicht, dass die zu uns jetzt hochkommen. Wir haben extra hier unsere ganzen Taschen, Kameras und so weiter mitgenommen. Wenn die natürlich jetzt hier einfach hochkommen, können die uns die Sachen natürlich auch einfach klauen. Deswegen hoffen wir einfach mal nicht, dass die hier hinkommen. Fuck, jetzt sind die hier. Ich glaub's nicht. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht hoch. Okay, da bin ich gesehen. Der pisst da runter. Jo. Ja. Schön Hunger mit dir. Ich bin jetzt runtergeklettert. Das heißt, die wissen jetzt, hier sind Leute. Die wissen auf jeden Fall, dass ich alleine hier gerade bin. Die wissen nicht, dass hier vorne noch die anderen sind. Ich hoffe, die ziehen uns einfach alleine. Besser wäre das. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die irgendwie schon halb auf dem Rückzug waren oder ob der Typ meinte, ey, hier sind welche, lass mal abhauen. Keine Ahnung, die sind jetzt auf jeden Fall, glaube ich, gegangen. Das war so weird, der Typ war maskiert. Man weiß ja nie, ne? Wenn man die jetzt erschreckt, ob die dann aggressiv werden oder was. Oder ob die generell irgendwie, keine Ahnung, denken, ich bin obdachlos und einen angreifen. Jawohl, da gehen sie. Und damit würde ich sagen, gute Nacht, schlaft schön und wir sehen uns morgen früh. Damit guten Morgen vom Lost Place in Almeria. Diese Nacht gab es wohl noch einen Zwischenfall. Das habe ich persönlich da hinten in der Ecke gar nicht mitgekriegt. Aber Ette hat hier 2, 3 Besucher, die er unterhalten hat. Was? Ja. Ich habe auch nichts mitbekommen. Aber tatsächlich auch bemerkenswert war, das war, ich glaube, alle mit einer Decke aufgewacht sind. Ne? Also wirklich klatschnass eingeschlafen, aber angenehm aufgewacht. Sieh dir mal meine Mathe rein, Alter. Ja, Verbrauchsspuren, alter Lachse. Ekelhaft. Bei mir ist auch überall hier Wundwasser auf meiner Matte, weil der Frontflip von gestern,
hat überall Spuren hinterlassen, aber fühlt sich komplett geil an. So muss sich Tour anfühlen. Hat sich viel zu lange auf sich warten lassen, aber jetzt mittlerweile Leiste, alles wieder okay. Jetzt kann er dem Endspurt nochmal richtig knallen. Ist so heiß schon wieder. Ja. Vor allem ist das hier, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, ist so unfassbar schwül hier. Das ist einfach, liegt auf der Haut alles drauf. Alles. Ganze Palette, ganze Wetter. Alles, was du hast, liegt auf der Haut. Corona. Schön im Rabona runter. Wie wach bist du schon? 1 von 10. Ich bin so am Abschwitzen schon wieder. Ich verstehe nicht, warum hier so eine Luftfeuchtigkeit ist. Drecksschwanz. Es ist wirklich so heiß und wir stehen im Schatten und im Wind. Stimmt. Windflu. Wie war eigentlich ein Windflu? War gut. Also ja, war warm, aber jedes Mal, wenn Wind kam, habe ich mich gefreut. Und da kam Wind. Deswegen, aber schon gut. Wahrscheinlich derselbe, der bei uns auch kam. Wahrscheinlich im Endeffekt. Erster Spot des Tages, dieses geile Areal, direkt neben dem Wasser. Philipp und ich machen jetzt eine kleine Warm-Up-Challenge. Da drüben die Divecon von der Mauer auf die. Oh, geil, jo. Und Männer, da würde ich gerne joinen eigentlich. Sick, easy. Und schon wieder. Easy. Nice. Geil. Yes, genau der nämlich. Ja. Yeah. Hoho. Was war das? Oh. Geil. Clean. Easy. Geil. Das war ein ganzer Prezi Frontflip zu Prezi. Yes. Ein paar Meter weiter habe ich hier einen Spot entdeckt, der eigentlich wie geschaffen ist für mich. Ich habe hier eine kleine Lineform, ein bisschen rumflowen und das Ganze wird sich jetzt Step by Step zusammensetzen. Jetzt aber nochmal anschnallen. Und Ach klar, sag ja keine Luft drin. Das ist richtig schön, gleich stinkt im Auto. sicher. Geil. Ja. Eigentlich war das geil, du hast die Line geschafft, aber hast mittendrin einmal Fuck gesagt. Ja, es war mir alles zu langsam. Das ja, hier safe, das kriegst du noch ein bisschen schneller hin, aber war lustig, weil im Prinzip war es das. Scheiße. Nochmal direkt. Besser wäre. Ja! Hä? Stolperer. Nein, der war geil. Doch, ich glaub schon. Ach, komm, erstmal jetzt die Faust und dann mal Clip angucken. Okay, wir haben uns den Clip angeguckt, sah gut aus. Bin zu früh mit der Line. Das passt. Damit gehen wir jetzt zurück zu den anderen. Das Warm-Up von der anderen habe ich gerade verpasst. Bin mittlerweile aber warm und hier ist das ikonische Gap hier am Sport Mega Distance, heißt das Moped. Hier auch ein schöner Standing Pre. Das ist mal ein fettes Moped. Also Klaus sagt, es sieht unmöglich aus, aber also ich finde, es sieht chillig aus, deswegen. Ach komm, jag dich rein. Warte, ich mache nochmal einen Warm-Up-Jump. Denk die ganze Zeit an mein Knie. Oh. Ja. Lass mal Limit. Ja? Okay. C'est viel mehr Ideen haben willst du. Okay. Easy. Komplett easy. Sick. Komm gleich hinterher. Let's go, Klaus. Yeah. Geil. Ja. Ich überlege, ob ich vielleicht einen kleinen Run daraus machen könnte. Vielleicht drauf, Kong, runter. Ja, wir sind gerade zum Entschluss gekommen, da eine Line absoluter Käse ist. Stick muss ran. Ja, sicher. Trainiert Storo Stickmaster 26, das ist die Devise. Nein! Ah, komm noch mal. Der war eigentlich extrem gut gelandet. Ja. Richtig schön auf dem Fußballen. Komplett dumm, dass ich da nicht einfach stehen geblieben bin. Ja, schöne Battle gegen Inselficker. Das darf ich nicht nochmal verlieren. Jetzt hol den Titel nach Deutschland.
Ja! Geil! Ja! Bam! Geil! Alter, geil! Da ist er. Beim Treten. Ich bin froh. 3 ist schon immer zu viel. Arzt sagt, einmal darfst du und dann ist gut. Sticken beim ersten oder lassen. 3-mal krieg ich wieder Schimpfe zu Hause. Oh, ist scheißegal. Wegen dem Scheiß hier. Klar. Komm, jetzt hast du Rückenwind. Nice. Close call, yeah. Geil. Geil. Ja, unentschieden, passt. I'm quite surprised. It looked impossible and it was just easy. Doesn't really make sense. Weiter geht's. Da haben wir Bänger gefunden. Dive, Kong, Front. Ich muss erst mal selber nachdenken, da ist ein Ding mehr bei als sonst. Klassischer DKF. Anlaufen, ja genau, DKF. Diven, Kong. aber dann Fronten. halt quasi in Front aus dem Dive Kong. Habe ich noch nie gemacht. Das ist halt der perfekte Spot, weil Anlauf ist okay, aber die Mauer geht ein bisschen nach unten. Das heißt, man kann schon in den Frontflip quasi reindrehen ein bisschen. Und es ist eine sehr weiche Landung dahinter. Also im Prinzip so ein Handstand-Überschlag. So stelle ich es mir vor. Ist hoch. Ja, davor habe ich nämlich auch ein bisschen Schiss, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich das kontrolliert kriege. Weil man halt eine ganz andere Geschwindigkeit in Rotation kriegt, dadurch, dass die Hände hier nochmal auffallen, weißt du? Das ist nochmal was ganz anderes als die normale Frontflip-Bewegung. Bevor Jan jetzt in den DKF fliegt, macht er nochmal einen Haufen. Und während Jan einen Haufen macht, macht Philipp auch einen Haufen, damit Jan gleich schön im DKF fliegen kann. Was machst du da, Junge? Lass das Strandkabel in Ruhe. Dass der da drauf landet. Ach. Das wäre doch Ursch. Ist ja der Scheiß, oder? Haufen gemacht? Ja, ich mache 1, 2 Frontflips da runter, Kong Front, um die Höhe drin zu haben. Ich würde die Mauer aus so knappe 4 Meter schätzen von unten. Also schon ordentlich hoch. Boah. Alter, du bist irgendwie noch mal einen Meter länger geflogen, als ich erwartet habe. Ja, ist schon hoch. Vielleicht auch ein bisschen mehr als 4 Meter. Der Anlauf hier ist eine halbe Bergsteigung. Also nach unten eine Talabfahrt. Ist wirklich so steil und auch ein bisschen rutschig und vor allem extrem eng. Windig ist es auch. Jedenfalls muss man sich hier echt komplett konzentrieren, weil auch der letzte Schritt muss genau hier auf diesem Deckel drauf sein. Dann hier auf der relativ schmalen Mauer der Absprungsschritt und dann ziemlich weit nach unten diven. So musst du rein? Ja. Reinzenden, mehr bringt nicht. Hast du. Einfach einzeln. Muss auch mal wieder sein, ey. Hier. Ja! Ich habe tatsächlich wirklich Angst um seinen Kopf. Ne? Wenn er wirklich einen Kongfront macht, wie man es kennt, Hände richtig aufsetzen, versuchen den Impact zu stoppen und dann reinzudrehen, da kann er sich sehr schnell den Kopf anhauen. Schön die Piste runter und segeln. Brauch dich, Philipp, ja? Ja, brauch dich. Ja. Zurück und rein. Komm! Komm jetzt. 1, 2 und 5, 4, 3, 2, 1. Komm, Junge! Ja! Alter! Easy oder was? Philipp, Junge! Der war Geil! perfekt, Junge! Junge, komplett! Alter, der war perfekt! Alles!
Hä? Alter! Alter! Ja! Hä? Digga, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut geht. Alter, es war ein bisschen, wie ich es gedacht habe. Die Landung war so ein bisschen... aber sie war trotzdem noch okay. Ich habe mir beim Anlauf so gedacht, oh nee, Philipp, ich wollte eigentlich gar keinen Lauten haben. Ich wollte so einen entspannten einfach, den du mitzählst für mich. Ja. Aber wenn dann der Klippenspring-Countdown kommt, ja, dann kannst du ja auch nicht mehr anders. Das ist ja auch im Prinzip ein Klippensprung da. Ja, natürlich. Vollen Rohr reinjagen, 5 Meter entfernt vom Meer enden. Fertig. Alter, der war... Ja! Und das war auch nicht nur so ein Larifari mit dem Fingernagel, Nee. sondern perfekt Ja. auf alles. Krank. Digga, geil. Wirklich. Ich bin weg. Ich bin weg. Mein Kopf, ich denke noch dran, aber es sperrt mich nicht mehr ein, Alter, vom Sand. Ich bin wieder da. Ich werde wieder confident, jeden Tag mehr, jeder Sprung ein bisschen mehr in der Birne. Alter, ich bin stolz auf, ich bin echt stolz auf mich, weil es war, diese Kopfscheiße war die größte Blockade, die ich jemals hatte. Ich hatte schon Gedanken, dass, ob mir der Sport überhaupt noch Spaß macht mit dieser Blockade drin, dass ich immer Angst haben muss, dass was passiert, dass ich nur minimal falsch lande. Die Blockade habe ich gelöst! Ja! Alter, hast du den da reingezwungen? Junge, der hatte gar keine Lust. Ich hab nicht aufgehört zu schreien, dann rennt er durch. Das war perfekt, Das war richtig geil. Ich dachte mir so, fuck, ich will nicht mitzählen, weil das ist wirklich so ein kranker Druck dann. Du musst dann machen. Und du ohne Gnade stehst einen halben Meter vor dem und schreist ihm so ins Gesicht. Ich hab das im Gesicht gesehen. Und dann meinte er so, ich brauch dich, Junge, ich brauch dich. Und ich wusste, jetzt muss ich Gas geben mit Alter. Schreien. Und der ist so durchgerannt, Alter. Das war so geil. Ich glaube, ich habe vergessen, hier auf den Knopf zu drücken. Hä, wie ist denn das ausgegangen? Oh, du Guck mal hier. Vollidiot. Ja. Hier schreien Du bist so ein unfassbarer Neandertaler. Hau! Du hast den scheiß Knopf mit der GoPro gedrückt. Nein! Stimmt! Sauber, Junge. Du bist so ein Höhlenmensch. Egal, ich habe ja mit der GoPro gefilmt. Ja, klar. Philipp! When you see the clip, Jan, you're going to be so gassed. Yeah! The way Philip filmed it, next level. Alter, danke, Mann. Geil, Mann! Aber geil! Come on, Mann. Sauber, Junge. Ich hab mir gehofft, dass du nur so mit mir mitzählst, leise, weißt du? Und dann jagst du die 5 volle Pulle. Ja gut, das war auch geil, weil da gibt er überhaupt keinen Ausweg mehr. Der war richtig geil. Es war nicht nur so einer, weißt du, es war richtig so genauso, wie ich es mir vorgestellt Ich habe. habe Ja. auch einen richtig geilen Clip gefilmt. Willst du den mal sehen? Nein. Das ist das Problem, wenn du den Schreihals an der Kamera lässt. Das ist mir auch schon 1, 2 Mal auf der Tour passiert. Bei Bries und bei Klaus. Beide Male aufverkauft. Echt? Also alles gut. Komm, wir haben hier wenigstens einen Kompetenten an der Kamera. Geil. Hätte ich nicht so massive Boulder-Champion-Arme, weißt du, die mich immer schön beschützen, dann hätte der Kopf mal drauf gehen können, aber ist ja klar. Viertplatzierter ist er. Siehst du nämlich? Viertplatziert. 2 geile erste Frontflips wieder. Geil. Taube! Ich will auch was an diesem wunderschönen Spot machen, und zwar die Divecon. Von der Mauer hier rüber segeln, Handy hier drauf und weg. Das ist nur gruselig für mich, weil ich sowas nie mache, weil man da schon relativ schnell rennen muss und mit voller Power dann abspringen muss. Und das ist einfach was ich jetzt wirklich jahrelang nicht gemacht habe. Ist aber ein perfektes Ding, um das mal wieder zu üben. Ist einfach nur eine krasse mentale Challenge, glaube ich. Also ich sehe mich da in keinster Weise nicht rüberkommen. Ja. Klaus will die mit mir machen. Wahrscheinlich macht er die in 0,2 Sekunden weg. Ui. Ja, damit hat er eigentlich gerade bewiesen, dass man easy drüber kommt. Denn die Faustregel besagt, was du Pleiung kannst, kannst auch Divecon. Flywind. Ich glaube fast, dass ich dem ersten zu viel geben werde. Gehst du halt in die Rolle danach. Hast ja genug geübt hier in den letzten Tagen. Keine Sorge, ich rufe das auch nicht beim Absprung. Nicht, dass du noch einen neuen Trick machen musst. Komm, Junge.
Schön volle Fahrt voraus. Klasse. Zack. Digga, das war er quasi. Ja, Mann, Junge, ich sehe es gerade immer weniger. Das ist so weird. Ich werde zu nervös. Schön anrennen, drauf da, volle Pulle abspringen. Und zu viel gibt es nicht. Ja, nochmal. Ja, Mann. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Okay. So Lachs, das ist mal ein Sprung jetzt. Muss sagen, auch bin nervös. Ey. Dieses Vollgas abspringen, ich krieg das gerade nicht in meinen Kopf. Ich mach noch eine da hinten schnell. Ja. So. Ja, locker. Sehr gut mitgenommen. Komm Junge, Zeit ist reif. Mach's das. Ja, Mann, komm! Let's go, Junge! Schon wieder diese Tippelschritte. Digga, da bin ich so locker, Mann. Komm! Ja! Geil! Ja! Alter! Alter! Sauber, Junge! Alter Scheiße. Als ich losgerannt, danke. Geil, Junge! Ja! Geil, durchgezogen. Alter, als ich losgerannt bin, ich war so bei 50%. Ich war wirklich, vielleicht mache ich, vielleicht aber auch nicht. Ich habe dem auch nicht genug gegeben. Ja, guck, chillig dann, Alter. Geil. Oh. Geil, Alter. Richtig schöner Fullsend. Ja, Mann. Das ist doch mal was, Alter. Das hier. Danke. Oh. Das Ding geschafft. Ja, ich mach nochmal. Geil, ja. Komm. Komm, direkt nochmal. Ja, Mann, komm! Ja, jetzt ist das Ding mal freigeschaltet. Ja! Alter! Alles gut? Geil, Alter. Das ist aber schon eine geile Airform, ey. Oh, wird gestochen. Ah, Junge. Irgendwas hat mich gestochen. Ah, in den Arm rein. Was war? Ja, Hand einfach nur. Tut übelst weh. Ja. Scheiße, fuck. Schon wieder zu wenig gegeben. Man sieht auch die Wand schön in der Hand drin. Ja, komplette Struktur einmal Wirklich komplettes Tattoo. Ja, voll. Aber Alter, das, also eigentlich war der, ich meine, Füße waren komplett geschafft. Also, sauber, Junge. Nee, mich hätte man noch ein bisschen cleaner machen können, aber jetzt nicht, weil meine Hände sind komplett am Arsch. Egal, ich bin super happy, das Ding durchgezogen zu haben. Es ging mir halt wirklich hauptsächlich um die mentale Challenge. Geil, Alter. Ja, Mann. Alter, geil, freut mich. Klaus, wanna go also? Ja. Jetzt passt auf, so geht das richtig. So, Klaus guckt sich das Ganze auch an. Actually, it's scary, man. Like, if it was like this, it would be so chill. But punch is fucking. Das habe ich mir auch gedacht. Das finde ich auch echt krank, Alter. Den aus dem Punch zu machen und nicht da mit einem schönen Split-Step. Aber Klaus jetzt hier auch mit einer anderen Technik für ihn dann. Schöne Rückenwind, Junge. Nice! Sick! Holy sh**, you went high. Yeah. I always do punch, that's why I hate it. Like when you do the level ones with punch, I always go really high and then bruise my palms. Ja, okay. Alter, was hat der da für eine Bogenlampe veranstaltet? Übelst geil. Digga, da ging es lange nach oben, dann ist erstmal ein Stammbild gewesen und dann ist er irgendwann mal angekommen. So easy for you. Yeah. Geil, It's Alter. scary for me as well though. Yeah. Punch is so much more than like this. Split step, ja. Yeah, you need to find one like this. Because if this was like that, you'd do it so easy. You wouldn't have a problem.
den Müll beschmissen werden, ist schon geil. Junge, mit diesen widerlichen Schimmeltüchern hier drin. Oh. Philipp geht heute noch duschen. Oi. Naja, was geht hier ab? Er hat den Rapper-Trap auf Next Level gebracht. Den Rapper. Den Rapper. Rapper trap. It looks really cool. I really feel like K2 trapping right now. Yeah, you are. You need to censor the name, by the way. Oh, okay. Don't want my road name in the video. You know what I mean? Street name, yeah. Was ist dein Street name? MC Hummel. Deiner? Twist Dennis Jadukat. Tütchen, ja, geil. Was? Was hast du denn? Was dein Street name ist. Free One, Jan. Was ist denn dein Name? Jasper the Sick oder was? Klar, denkst du das für die Sick? Ja. Twist Tennis Jadukat. Oh, okay, because you like to twist and you like to play tennis and... Meine beste Freundin in der Grundschule hat Judo gemacht. Und eine Judo-Frau nennt man Judoka. Und als ich den Namen erfunden habe, wusste ich nicht mehr, wie das heißt. Und dachte, das heißt Jadukat. Und deswegen Twist war mein Lieblingstrick bei so einem Skispiel für PlayStation 2. Tennis mein Sport. Ja, und die Alte hinten dran. Yeah, that was a nice story. His best friend was called Jagoflak. Yeah. And his sport was tennis. And he twisted. Ja, perfekt. Twist Dennis Jagoflak. Ja. Es ist wirklich kühl hier am Schlafspot und es ist auch verdammt schön, aber so richtig viel sehen wir davon noch nicht. Das sehen wir aber morgen wahrscheinlich. Dementsprechend wollen wir euch das nicht vorenthalten und sagen mal gute Nacht. Olavat. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet, wenn wir jetzt diesen Vorhang hier aufmachen. Alter. Junge. Ja, wir sind ja mitten in den Bergen. Was ist das denn? Moin. Moin. Digga, hast du den Ausblick schon gesehen? Alter. Wow. Moin. Ah ja, first things first. Alter, auch da oben. Richtig geil. Und die Schnecke am Dach. Wie sieht's hier aus? Ich hätte irgendwie gedacht, dass wir schon wach sind. Moin. Olavat. Findest du falsch rum hier drin? Ja, ich weiß. Ich hab gelagt da gestern ein bisschen nach unten und da war mir zu viel Blut in der Birne drin. Geil hier, ne? Hast du schon mal rausgeguckt? Ach, klar. Ja, okay, klar. Beim Sonnenaufgang muss ich pissen. Was ist? Was? Das sieht aus, als wäre das so ein richtig unhandliches Kleidungsstück. Was du trägst. Alter, das sieht aus wie bei so einer Fashion Week. Ja, genau so. Kleidungsstücke. Ja. So, und heute der neue Anorak von Victoria's Secret. Sieht fast aus, als wäre dein Fuki einfach verlängert worden da hinten. Anorak mit Frisur. NBD. What do you think of this? Ist nice. Ja, Klaus braucht immer ein bisschen, bis er richtig wach ist. Was macht die Nacktschnecke da oben? Der hat seine Festung richtig gut gebaut. Also, moin. Boah. Was geht ab? Moin. War eine geile Nacht, muss ich sagen. Gut gepennt. Jo, hat man gehört. Ja? Ja, ab und zu. Alter Lachs. Alter Junge. Boah. Alter. Ja, das Wort habe ich auch ein paar Mal benutzt. Ich wusste, dass wir zu einem geilen Ort fahren, aber ich wusste nicht, dass der so geil ist. Ich wusste nicht mal, dass Spanien so Berge hat. Ja.
Miniaturlandschaft von so einer Modelleisenbahn. Voll geil. Meine Haare ähneln mittlerweile wirklich so einem Strohfeld. Das sind mal Tricks, Junge. Anzeigen? Cold. Und jetzt stell dir dazu noch den Anorak von Victoria's Secret vor. Wir sind aufgebrochen und weiterhin mitten in der Geilheit von der Natur drin. Meer, Klippe, Küste, Bäume. Es sieht einfach nur sexy endlich wieder aus. Nicht furztrocken oder sonst was. Konturen, Schönheit, Pflanzen und eine geile Kappe. So eine kahle Pläte wird hier aber auch stehen. Also da jetzt wirklich so eine Glatzkopfpläte, das finde ich schon geil. Das wäre schon krass, ja. So ein Kreis, weißt du, hier so Sonnenbrand, ja, und dann hier komplett weiß. Genau so, das Alter. Das geil. Mit noch so einem geilen Symbol als Sonnenbrand. Laut der Klippenspring-App unseres Vertrauens, No Wading, sollen sich hier ziemlich geile Klippen zum Springen verbergen. Bin mal gespannt, ob das wirklich zutrifft. Wir haben jetzt gerade schon mal die Küste ein bisschen explored und es gibt jetzt hier nicht so diesen Einsprung, sondern eher so ein paar Sachen, wo man hochklettern kann. Die Männer sind schon auf dem Weg, also wollen wir mal dahin jetzt. Viel Spaß. Danke, gut sieht's aus. Ja, sieht aus wie heißt der Free Solo Typ? Jan Lange. Ach, komm, der Richtige. Ja, das ist einen halben Meter Höhe. Was machst du da? Ich habe Angst, dass ich meine Sonnenbrille verliere, wenn ich springe. Ui! Urlaub! Urlaub in Spanien! Oh, cool Höhe. Alter. Warte. Alter, guckt euch die mal an hier. Sieht aber krank aus. Männer, ich habe euch was mitgebracht. Guck mal. Oh. Ich muss erst mal wach werden irgendwie. Was denkst du? Dieser Double kotzt mich schon wieder an. Also. Ich habe den so chillig eigentlich gemacht. Mir ist so ein bisschen schwindelig irgendwie. Ja, ich merke auf jeden Fall auch von dem Klettern gerade alles in der Beine und in der Birne. Philipp legt jetzt vor. Schöner Double A. Okay. Warte, einmal gucken. Oh, schöne Kiste, Junge. Schönes Ding. Ja! Geil. Geil. Also es ist 10 oder 11. Ja? Zu 1000%. Viel höher als der andere. Geil. Alter, dieses Trommelfellloch ist einfach nur geil. Richtige Kiem im Körper. Ja, immer wenn ich ins Wasser eintauche, kommt so ein bisschen Wasser halt so rein und dann so Luft Ausbau raus, Alter. Das ist so eine Scheiße. Philipp Hummelfisch, jetzt Dr. Klaus. Alter Lachs. Alle Männer jetzt hier mit dem Double A oder was? Alter, echt? Ja. Jawohl. Boah, Alter! Oh, der Lachs. Nice. That was really scary. What do you think? How high? 10 or 11 for sure. Yeah, for sure. Oh, could you go one higher for that lane? No. From the 13 or 14? Oh, come. All I want to do now is lay on a sofa. Sofa! 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 Wird gekonnt ignoriert. What do you want to do? Der hat so Angst vor Wasser. Das ist so, I want to push you down on the shoulder, then stand on your shoulder and push you down again. No! Nein, bitte! Boah, okay, jetzt ich mit dem Single Back oder was hier?
Single Bag ist wirklich so ein kleiner Hasstrick, weil ich immer zu schnell drehe. Perfekt, Mann. Geil, man nicht überdreht die Perfekt. Alter, geil. Machst du auf 14? Oh, mein Arsch. So hoch ich irgendwie einen reinbekommen. Ich glaube, die Naht von meiner Hose ist da wirklich einmal eingeschnürt. Alter, das war wild, weil normalerweise ziehe ich die Arme immer wie so ein Backflip so rein. Jetzt habe ich so getan, als wenn ich mir auf so ein Bett schmeiße einfach. Der Plan ist jetzt Double A von 14 zu machen, weil das gerade ungefähr 10 oder 11 Meter, denke ich mal, und daneben kann es direkt noch auf 14 gehen. 14 ist auch die goldene Höhe. Dann hat er die rote. Ah, echt? Die rote Brücke ist auch 14. Ja, dann ist ja Pflicht, dann mache ich den jetzt. Ja. Oh. Safe. The most unathletic athlete of all time. C'est moi! So far. What the hell? Eine wahre Wasserratte. An island monkey Oh. and a water rat. Yeah. I would say more of a dolphin. Yeah, you are elegant like Yeah. a dolphin. Like a dolphin. Komplettet Philipp Englisch am Adaptieren ran. So, Philipp steht am Absprung. How do you say nice and slow? Philipp! Nicht zu langsam! Nicht zu langsam! Das ist Chili für dich! Ja, Publikum haben wir auch schon da vorne. Das ist der Ansporn, guck mal da. Alter, die haben gehupt. Komm Junge. Check's alles nach dem ersten, komm. Yes! Geil! Yes. Geil, Mann! Sauber! Easy viel höher gehen. Ja. Umso höher, umso mehr checkst du, Alter. Genau so ist es. Alter, 20 müssen wir finden, Alter. Ja, sicher. Der ist so chillig. Geil. Yes. Sauber. Jawohl! Yeah! Und? Nicht zu langsam, ja? Ja? Natürlich. Nein. Sauber, Junge. Ja, das ist dein neuer Go-To-Trick, würde ich sagen. Safe. Die Zehnergruppe jedes geil gemacht. Ja, dir. Okay, ich komme auch noch hinterher. Ich wollte einen Single Backflip jetzt machen. Wollte den jetzt auch noch mal ein bisschen höher leveln. Absprung ist scheiße. Boah, das ist schon noch mal ein Unterschied, Junge. Okay, aber Richtig schnell, oder was? Perfekt. Yes, Mann, geil. Und die Rolle, du. Nothing. oh, mein schon wieder. Mein Gott. Jedes Mal ein Einlauf bei der Als ich vorhin für den gefilmt habe, ist zweimal was aus meinem Arschloch gekommen. So, da sind wir wieder. Kamera ist wieder eingesammelt. Geil. Bin sehr happy damit, muss ich sagen. Ich glaube, ihr wisst ja, dass ich eigentlich die Gainer zu 100% bevorzuge, weil ich die viel besser langsam drehen kann und auch dahin gucke, wo ich hinspringe. Aber mit der Technik kann man auf jeden Fall noch mal höher gehen. Absolutes Achievement. Geile. Bin sehr happy mit. Weiter geht's. So, ihr könnt sehen, die Brille, die sitzt. Und Philipp und ich gehen jetzt hier nochmal zur Klippe rüber. Und wir jetzt noch mal kurz reinjagen. Weil hier vorne ist nämlich eine fette Höhle, wo wir reintauchen können. Mhm. Geiles Teil. Ich hab so Schiss vor irgendwelchen Schwallen, Alter. Aber die selber.
Mit Brille sind wir unbesiegbar quasi. Als wir vorhin ein bisschen die Küste entlang sind, haben wir da so ein Quadrat 4x4 Meter mit locker 50 von diesen Feuerquallen drin gesehen. Ist gerade eine absolute Plage. So, wir sind jetzt hier im Eingang von der Höhle und wir haben hier eine richtig geile Challenge gefunden, wo man hier durchtauchen kann. Guckt euch diesen Anblick mal an. Das ist so schön. Willst du das von vorne filmen? Ja. Geil. Boah, Alter, die hat Bock gemacht. Ja? Übelst geil, Mann. Alter, mit Taucherbrille Gamechanger, ohne geisteskrank. Ja. Boah, macht richtig Bock. Und damit geht's jetzt wieder weiter. Coronado da la vuelta sale y entra a lavarte la mano con agua y con jabón. Saluda a tu vecina. Wir sind gerade 4 Stunden Richtung Norden geballert und sind jetzt in Barcelona oder was. Und für heute haben wir uns tatsächlich mal ein Hotel gegönnt, aber einzig und allein aus dem Grund, damit wir einmal unsere Sachen laden können und schon mal ein paar Episoden hochladen können, damit wir die auch wirklich safe haben. Aber wir haben nur ein Zimmer, das heißt, wir müssen jetzt zu zweit einchecken und die anderen müssen sich dann irgendwie reinsneaken. Das Problem ist, dass wir alle dasselbe T-Shirt anhaben, was nicht so ganz hilfreich ist bei der ganzen Sache, glaube ich. Vielleicht ja der eine den Sänger und wir sind alle Fans oder so. Groupies. Deswegen wollen wir da jetzt für ein paar Minütchen mal rein. Ach so. Hast du geschlafen? Mein Hirn schläft immer noch. Ich habe mich jetzt verkleidet. Jetzt checken wir rein. Was habe ich so angeguckt? Oder was? Taube. Oh. Aua. Verpasst. Geht schon. Was geht das auf? Weißt du, der Kameras oder sowas? Der. Ruhe-Tochi. Alter Scholle. Junge. 9 oder was? Zeig mal Bett hier. Servus. Ist gut. Moin. Einfach vorbeigeschlichen. Gewöhnlich den Typen an der Rezeption. Shotgun, Baby. Ist geil, ne? Los, geil. Chef Special. Jetzt hier pennen unsere Kamera und unsere Powerstation. Ecke weg, Klaus auch. Hier schlaf ich, Jasbek, Klaus und Eti im Bestfall draußen. Auf dem Balkon. Alter, auf dem Balkon? Weil der schaltet nachts immer Klimaanlagen aus, so dass du nicht pennen kannst mehr. Das Beste ist, in der Nacht soll es regnen. Schön hinter der Kulissen. Hier lädt hoch, alles was er hochzuladen muss. Dann steckt alles hinter so eine Schlappentour-EP. Das ist einmal die Drohne, die GoPro 1, GoPro 2, die GoPro 3, das Handy und die Sony. Und Fotos werden auch gemacht. Alle mit dabei. Damit ihr schön die Poster im Schlappenstore wegkaufen könnt. Damit wir uns mehr Luxusresorts leisten können. Mehr Hängelampen. Kühlschrankbars. So, und damit gute Nacht. Schlappentour Barcelona aus dem Hotel. Tschö. Komm in die. Ah doch, der Arschstopp, Scheiße. Da wirkst du wirklich schon wieder wie so ein Kindergarten-Piss.
gerade, Alter. Ich weiß nicht, ob meine Beine das können. Och.